In diesem Airbrush-Tutorial zeigt euch Anja, wie ihr einen besonderen Apfel sprüht. Hallo, mein Name ist Anja von Airbrush Genial. Genial einfach. Los geht's! Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, warum spricht Anja in der dritten Person von sich? Weil ich es nicht bin. Ich habe es diesmal nicht gesprüht. Das ist eine sehr, sehr, sehr liebe Freundin von mir und eine sehr, sehr, sehr tolle Airbrush-Kollegin. Also viel Spaß beim Tutorial. Ich bin diesmal da für die Moderation. Anja hat hier auf ein Artboard gesprüht. Das wird die Größe ca. DIN A3 sein. Also ist diesmal ein bisschen größer. Daher auch anfängerfreundlich. Zur Hintergrundfarbe waren das 6 Wasser, einmal Ultramarin und ein Mühschwarz. Was meinen wir immer mit ein Mühschwarz? Wirklich nur eine Pinselspitze schwarz, also nicht mehr. Ja, hier arbeitet sie auch relativ weit weg vom Maluntergrund, um einfach eine grobe Wolkenstruktur anzulegen. Es kamen noch ein paar andere Farben dazu, also die Mischung 6-mal Wasser, einmal Cyanblau und einmal Brillantgrün. Dann nochmal 6-mal Wasser, 2-mal Cyanblau, einmal Brillantgrün. Dann nochmal 6-mal Wasser, 2-mal Cyanblau, einmal Brillantgrün und ein Mühschwarz. Und zu guter Letzt 6-mal Wasser, einmal Ultramarin, ein Mühschwarz und einmal Brillantgrün. Alles sind Tropfenangaben, ja, also und auch Schminkefarben sind das, die da verwendet worden sind. Bis auf das Mühschwarz, das ist immer wirklich nur eine Pinselspitze, mehr nicht. Ja, hier mit den unterschiedlichen Farben hat sie jetzt auch den Mond angelegt. Hier wird sie immer, beziehungsweise mit den Radierer vom Faber-Castell, mit der weichen Pinselspitze, ein paar Helligkeiten im Mond und ein bisschen Struktur ausradieren. Und jetzt geht es auch schon zu den Bäumen. Da hat sie ein stark verdünntes Schwarz verwendet, also 25 mal Wasser plus ein Tropfen Schwarz. Dann einmal danach 15 mal Wasser, ein Tropfen Schwarz. Dann 6 mal Wasser, einmal Ultramarin und ein Mühschwarz. Dann 6 mal Wasser plus einmal Brillantgrün und 15 mal Wasser plus 2-mal Ultramarin und ein Tropfen Schwarz. Und vorhin meinte ich nicht Pinselspitze vom Radierstift, sondern die Spitze natürlich vom Radierstift. Ja, hier arbeitet sie auch mit einem Pinsel, um das Geäst anzulegen. Genau das mit dem verdünnten Schwarz. Ihr könnt das natürlich auch airbrushen, ne, aber per Pinsel geht das einfach schneller. Daher diese Variante. Und genau, führt auch zum Ergebnis, wird auch gut aussehen tatsächlich. Ihr werdet das aber auch gleich sehen. Ja, und das wird wirklich ein ganz besonderer Apfel. Damit ihr das auch nicht verpasst, bleibt unbedingt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil da kommt noch coole Techniken, die Anja eben damit reinbaut. Ja, und jetzt geht es hier auch gleich weiter. Bei der Pinselspitze, ich nehme an, da hat sie einen Zweierpinsel genutzt, der Stärke. Das hat sie mir jetzt nicht aufgeschrieben. Aber was wichtig ist bei dem Pinsel, dass der eine saubere Pinselspitze überhaupt formt, ne? Also nichts Ausgefranstes nehmen, ja, denn ihr braucht ja so eine verlaufende Linie eben. Ja, und hier wird noch ein kleiner Vogel eingezeichnet. Da haben wir dann, denke ich, oder da hat sie ja schwarz genommen. Ja, und jetzt geht es weiter mit dem unteren Baumstamm. Und jetzt seht ihr ja schon ein bisschen von dem Apfel, was das für ein cooles Motiv ist. Und da hat Anja wirklich das komplette Bild selbst gestaltet. Also coole Idee, finde ich einfach nur. Coole Idee. Aber seht selbst. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und Anja definitiv auch. Nachdem der Baumstamm jetzt hier auch sehr grob angelegt worden ist mit dem Pinseln oder mit dem Pinsel, ja, geht es jetzt zur Airbrush-Pistole. Hier vereint ihr ja alles, diese ganzen einzelnen Linien werden dann zu einer coolen Fläche, die dann auch nach Holzstruktur aussieht, beziehungsweise nach Baumrinde.
Ja, und hier geht sie auch unterschiedlich dicht dran mit ihrer Airbrush-Pistole. Ne? Einfach auch die Struktur des Bodens einzuarbeiten, die Struktur vom Baum, ne? Weil die Baumstruktur hat natürlich auch dementsprechend einmal Verläufe da drin, aber auch einzelne Linien oder viele einzelne Linien. Ne? Und das wird hier schön demonstriert von ihr, wie sie das eben cool umsetzt. Vom Hintergrund her ist das Bild schon ziemlich anfängerfreundlich, ne? Bis auf die Partien natürlich, wo man dicht rangehen muss. Ja, das kann man aber auch alles mit einem Pinsel erledigen. Also wenn das noch nicht so klappt mit dem dicht rangehen mit der Airbrush-Pistole, ist gar nicht schlimm. Es gibt Buntstifte und Pinsel, damit kann man das auch erledigen oder einfach üben natürlich. Ne? Irgendwann klappt das dann dementsprechend auch. Ja, hier hat sie auch mit den unterschiedlichen Farben gearbeitet. Ihr seht das, die Farben sind dann auch gemixt, dass das tatsächlich eine düstere Landschaft gibt. Ne? Der Apfel hat ja auch ein bisschen was Gruseliges, ne? Aber das werdet ihr ja auch gleich noch sehen. Ich bin gespannt, wie ihr das Ergebnis findet. Ja, hier geht sie auch wieder dichter dran an den Baumstamm, damit er eine schöne Struktur ergibt oder bekommt. Und der 3D-Effekt auch hier schön rauskommt. Das Coole an ihrem Bild ist, dass sie auch unterschiedliche Bildtiefen hat. Also im Vordergrund eben den fetten Baumstamm, der da quasi quer im Bild liegt. Dann hinten links der Baumstamm, ganz weit weg das Geäst dargestellt. Ja, also schon coole Bildtiefe kommt dabei raus. Und der Mond mit diesem Glow-Effekt, weil sie da eben auch ein bisschen mit dem Radierstift gearbeitet hat. Dadurch, dass sie dann so unterschiedliche Bildfarben auch hat, ne, gibt es ja auch eine unterschiedliche Tiefenwirkung, vor allem jetzt beim Mond mit diesem Glow-Effekt eben. Ja, und weiter geht's hier mit dem Airbrush-Apfel. Hier legt sie einmal den Stiel, weil der sehr, sehr klein ist, eben mit einem Pinsel an. Das wird auch, denke ich, der Zweierpinsel sein oder sogar ein Einserpinsel. Und hier schneidet sie einmal die Maskierfolie ab. Wenn ihr Maskierfilm nutzt, achtet darauf, dass ihr auch wieder alles schön anklebt, so wie sie das jetzt hier einmal macht. Jetzt gibt es gleich einen kleinen Sprung zum Apfel. Und zwar, da hat sie für den Apfel 6-mal Wasser und 3-mal Magenta genommen. Damit hat sie auch angefangen. Dann danach 6-mal Wasser, 3-mal Indisch Gelb. Danach nochmal 6-mal Wasser, 3-mal Magenta. Dann nochmal 6-mal Wasser, 3-mal Indisch Gelb. Und 2-mal Wasser, 2-mal Magenta und ein Mühschwarz für die Dunkelheiten bzw. die Schattenbereiche. Ja, und hier geht sie einmal schön mit der Struktur des Apfels mit. Der hat ja so Linien, ne, über die Rundung des Apfels eben geschwungen sozusagen, ja. Jetzt wird hier auch noch ein bisschen die Helligkeit ausradiert und die einzelnen Strukturen leicht angelegt, aber nicht so viel, damit der Apfel auch schön glänzend weiterhin wirkt. Die vorherigen Farbmischungen, die ich genannt habe, das war auch wieder alles in Tropfen und das waren auch wieder alles Schminkefarben. Ja, und hier werden jetzt noch mit dem Radierstift, auch wieder mit der rosafarbenen Seite, ein Faber-Castell Radierstift, einmal die Pünktchen vom Apfel ausradiert. Ja, und jetzt werden einmal die Dunkelheiten mit dem Mühschwarz eben angelegt. Damit der Apfel auch jetzt ein bisschen plastischer wirkt, hat der Apfel natürlich unten ein bisschen einen Schattenbereich, oben auch noch einen kleinen Schattenbereich und hier an der Seite, was jetzt hier gerade dargestellt wird. Und dann zwischendurch einfach noch ein paar Dunkelheiten, ein paar Flecken einarbeiten, ja. Dann wirkt der Apfel auch sehr schön realistisch, naturalistisch.
Ich soll noch einen schönen Gruß von Anja ausrichten, vor allen Dingen auch bezüglich der Vorlage. Also wer Interesse hat, diese Vorlage käuflich zu erwerben, der kann mir gerne einmal das in den Kommentaren hinterlassen bzw. anschreiben, ja, und dann werde ich einfach mal zwischen euch dann vermitteln, wer Interesse hat. Ja, jetzt werden hier nochmal die Helligkeiten ausradiert, ne, und ein bisschen auch Struktur mit reingebracht. Aber wie gesagt, auch nicht so viel. Ne, und dann sieht das alles naturalistischer aus. Ja, und tada, wenn die Folie abgeht, das ist eigentlich immer das Beste. Da geht das Airbrush-Herz auf, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei Anja ist, aber bei mir ist das tatsächlich so. Ich freue mich dann immer wie ein Schneekönig und sehe dann das Ergebnis. Ja, und jetzt geht es weiter zur ängstlichen Raupe und das finde ich total witzig gemacht von Anja. Super Idee, wie gesagt. Der Apfel ist mal hinter der Raupe her oder hinter dem Wurm. Ist ja keine Raupe in dem Sinne. Aber ihr könnt es ja mal in den Kommentaren schreiben, wie das denn genau heißt. Und bei der Raupe hat sie 10 Tropfen Wasser genommen plus 1 Tropfen Olivgrün von Schminke und das Gemisch 10 Tropfen Wasser plus einmal Olivgrün plus ein Mühschwarz wieder für die Schattenbereiche. Ja, hier hat sie natürlich auch den Hintergrund wieder abgeklebt, auch eine coole Technik, um Material zu sparen, ne? Also es wird immer nur der Abschnitt dann abgeklebt mit Maskierfilm und da drumherum einfach nur ein bisschen Papier gespannt, damit es da eben nicht damit da nicht der Sprühnebel hinkommt. Ne, und das bitte auch wirklich großzügig machen, wenn ihr das einmal nachsprüht, ne? Sonst ärgert ihr euch später schwarz, weil der Sprühnebel sehr, sehr fies sein kann. Ja, und jetzt bin ich einmal mit der Kamera ein bisschen näher dran gegangen, habe mal ein bisschen reingezoomt ins Bild und ihr seht jetzt auch, wie Anja hier den Verlauf sprüht. Also da geht sie ja immer ein bisschen weiter weg, ne? Also zwischen diesen Falten von dem Wurm. Ja, und die Füßchen, da geht sie einfach dichter ran. Ja, bei den Füßchen handelt es sich auch immer nur so Punkte, die einfach ein bisschen dunkler dargestellt werden. Ja, ich meine, sie nutzt hier die Iwata, ihre Pistole, mit 0,2er Düse, glaube ich, oder 0,3er Düse. Ich bin mir da nicht sicher, da müsste ich sie eigentlich nochmal fragen. Auf jeden Fall, ja, ist es, meine ich, die Iwata. Ja, und beim Olivgrün von Schminke, das hat ja auch einen hohen Braunanteil, deshalb ist das auch ein bisschen so, ja, schmuddelig kann man jetzt nicht sagen, also so ein bisschen gedämpft, ne? Also Brillantgrün ist jetzt so ein schrilles Grün und hier ist das eben gedämpftes Grün, weil es auch ein bisschen mit Braunanteil ist. Genau, und da ist es wichtig, wenn ihr diese Farbe nutzt von Schminke, auf jeden Fall gut schütteln. Am Boden, wenn ihr die Flasche mal umdreht, ja, und ihr die nicht richtig geschüttelt habt, dann seht ihr wirklich unten einen braunen Farbton. Und der muss wirklich komplett weg sein vom Flaschenboden, damit ihr da auch keine Pigmente habt, ja, die die Pistole eben zusetzen könnten. Ja, wie ihr seht, wird hier auch mit unterschiedlichem Abstand weiterhin gearbeitet, ne? Auch um die Struktur reinzubringen. Bei den Linien, bei den einzelnen Linien, da geht sie natürlich dichter dran. Ne? Und jetzt sind wir auch hier bei dem Gesicht bzw. bei dem Zähnchen. Da gibt es ja den Schatten quasi von dem Gebiss. Und einmal hier noch bei den Antennen. Ja, und dann hier noch ein bisschen Verlauf und Füßchen sprühen. Und so geht man dann einfach durch. Gleich wird es aber noch ein bisschen von ihr bearbeitet mit einem Stift. Das wird der Polychromos sein. Auch ein grüner Stift, ein grüner Polychromos. Kann aber auch sein, dass sie da für Faber, also die Aquarellstifte von Faber-Castell genutzt hat. Das kann auch durchaus sein. Das müsste ich auch erfragen. Ihr könnt aber beides nehmen. Ihr könntet auch einen Pinsel nehmen. Also das wäre derselbe Effekt. Ja, jetzt wird hier auch noch ein bisschen Licht eingearbeitet, ne, mit Hilfe von dem Radierstift.
Da nutzt sie, denke ich, auch bewusst wieder die weiche Seite, ne? Weil das Papier bzw. der Karton ja auch empfindlich ist. Berücksichtigt nur, wenn ihr das auf Skizzenpapier nachmachen möchtet, ja, da das Skizzenpapier einfach empfindlicher ist, da auf jeden Fall immer mit einem weichen Radierer arbeiten, möglichst, ja. Ich habe es auch mal zwischendurch hier bei dem einen oder anderen Tutorial nicht gemacht, aber manchmal habe ich das auch bereut, weil ich dann auch ein Loch im Papier, im Skizzenpapier hatte. Also von daher überlegt gut, plant ein bisschen, mit welchen Materialien ihr denn arbeiten möchtet. Ist das denn ein robuster Karton, also dieses Artboard, dann könnt ihr dann natürlich mehr radieren. Da wird dann auch nicht so schnell irgendwie was passieren, weil auf dem Karton kann man ja auch kratzen. Ja, der Wurm wurde jetzt hier auch noch ein bisschen flächig übersprüht, ne, damit das auch wieder zusammenhängend wirkt. Ja, und von der Linie, also von der Falte des Wurms quasi oder von der Raupe, je nachdem, was das ist, ne, ich kenne mich da nicht so aus, sprüht sie einen Verlauf nach oben, damit der auch so diese Struktur hat, eben diese plastische Struktur hat. Ne? Und hier wird sie dann auch ein bisschen dunkler, um diese Schatten einzusetzen. Da hat sie ja noch ein bisschen in diesem Gemisch eben ein Müh Schwarz reingegeben, also eine Pinselspitze Schwarz. Wie immer verlinke ich euch alle Materialien in der Infobeschreibung. Es handelt sich dabei um Affiliate-Links. Also wenn ihr darüber bestellt, bekomme ich eine kleine Provision. Ihr unterstützt meine Arbeit so und den Kanal und ich freue mich da riesig drüber. Wichtig dabei, ihr habt dadurch keinen finanziellen Nachteil und vielen Dank an diejenigen, die das schon bereits zahlreich machen. Ja, und ihr merkt hier auch bei dem Wurm, das ist eher ein Wechselspiel, also zwischen dichter an den Maluntergrund rangehen und weiter weg an den Maluntergrund rangehen sozusagen, ja, um einfach die Feinheiten dementsprechend zu sprühen. Ja, und hier bei den Füßchen, das sieht so aus, als würde sie da ein Schwarz nutzen. Oder das ist noch immer das Gemisch 10-mal Wasser, einmal Olivgrün und ein Müh Schwarz. Aber es sieht für mich wirklich ganz schwarz aus. Vielleicht haben wir das vergessen aufzuschreiben, wer weiß. Macht es auf jeden Fall dunkler. Ja, jetzt radiert sie hier das kleine Maul aus, also die Zunge. Da geht sie jetzt dementsprechend mit einem Magenta drüber, soweit ich weiß. Genau, 6-mal Wasser, 10-mal Weiß, einmal Indischgelb und 2-mal Magenta. Eine wilde Mischung. Genau. Und 5-mal Wasser plus einmal Schwarz. Farbmischung auch für Schatten, für Apfel und Raupe verwenden. Habe ich hier stehen. Genau. Und hier seht ihr das ja auch. Da kommt die Zunge ins Spiel. Ja, und jetzt gibt es wieder den besten Teil. Tada! Wir kleben das wieder ab. Und schauen uns das an, wie es dann wirklich aussieht. Und da ist die Kleine. Sieht doch schon mal schick aus, finde ich. Aber hinterlasst es mal wieder in den Kommentaren. Ja, und hier kommen wir ein bisschen zur Stiftarbeit. Ne? Beim Maskierfilm ist das so, wenn man nicht sauber abgeklebt hat, oder zumindest bei filigranen Sachen passiert das auch sehr häufig, mir passiert das auch sehr häufig, dann kann man so ein bisschen fuschen, Leute. Ne? Geheimtipp. Weil, wenn man das nämlich nicht macht und sauber abklebt, ja, dann hat man da drumherum natürlich einen weißen Rand, den will man natürlich nicht haben. Und wenn man da mal eben mit einem Stift drüber geht, wie hier, fällt das gar nicht so auf. Und da das ja sowieso hier der Comic-Style ist, ja, was ich total niedlich finde, ja, passt das natürlich mit dem Stift. Ja, beim Apfel ist das natürlich auch analog gewesen, ne? Also da wurde auch jetzt eine Zunge eingearbeitet mit den bösen Zähnchen, ne? Also der Apfel stellt ja den Wurm ein bisschen nach. Sehr cooles Motiv, wie gesagt. Ich feiere das Motiv so. Und ja, hier arbeiten wir weiter einmal da mit Stifte das Ganze aus, auch die Dunkelheiten, jetzt auch hier nochmal am Apfel. Sorry für die wilde Kameraführung, ich musste da ein bisschen improvisieren.
ich habe vergessen zu sagen bei der Aufnahme, wenn man das aufnimmt, dass man im Querformat eben aufnehmen soll. Das war jetzt alles Hochformat und deshalb kann das sein, dass das ein oder andere hier fehlt. Also bitte um Nachsicht. Ja, ich habe mir das nächste Mal eben in Querformat gewünscht. Zumindest bei Shorts, da natürlich Hochformat weiterhin, aber hier natürlich im Querformat. Und der Apfel wird jetzt auch noch ein bisschen mit dem Stift bearbeitet. Ja, und ich feiere das wirklich so sehr. Das ist so cool mit dem Mund und mit den Vampirzähnen. Ja, und wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, dann auf jeden Fall ein Abo dalassen, ja, damit ihr nicht weiter solche tolle Videos, wenn ihr euch für die Airbrush-Technik interessiert, verpasst, ja. Und wenn ihr noch Bock habt auf weitere Airbrush-Techniken, dann schaut euch unbedingt die tollen Tierporträts an. Die verlinke ich hier jetzt am Schluss. Viel Spaß dabei und ich sag mal bis gleich.